Hallo und willkommen zurück auf CC Fragrances, heute mit einem sehr speziellen Video und das erste Video auf Deutsch, hier mit dem Superstar, dem größten Parfüm-Influencer der Welt, Jeremy Fragrance, und im vergangenen Herbst hat Justin, bekannt auch mit seiner riesen Peso-Brand, seinen eigenen Duft rausgebracht mit Oran Dior, und wir sind natürlich gespannt, was du von dem Duft Ist ja hältst. krass, ja, Hammer. Ich kenne ihn nicht. Jetzt wird's ernst, Alter. Ja. Bevor wir Geil. starten, checkt gerne die Links von Jeremy unten ab. Instagram, TikTok für mehr informativen und unterhaltsamen Content über Parfüms. Und genug gequatscht, wir starten direkt in den ersten Eindruck von Jeremy Fragrance über Oran Dior. Los Let's geht's! go. So, dann sind wir mal Knallhart wird das jetzt, geil. Genau, wir sprühen den erstmal auf den Teststreifen, dann auf die Haut. So, jetzt sage ich dir, ob das geil ist oder nicht. Ist gut, sehr gut. Riecht wie Rochas Man, was mir sehr gefällt. Rochas Man ist so der Duft, ich nenne es der Dildo-Duft, weil der sieht aus wie so ein Dildo und hat auch noch so eine pinke Verpackung. Es wird geschrieben ROCHAS, ist so beim Douglas oder irgendwo Kaufhof immer unten und kriegst du im Internet richtig billig. Rochas Man riecht extrem danach, was aber nicht schlimm ist. Oder für die, die den Rochas Man nicht kennen, der riecht auch so wie dieser José Eisenberg. Ja. Weißt du, den gibt es nur bei Douglas. Kennt ihr diese schwarzen Dinger? Eisenberg-Düfte, José und so. Also ich kenne nur den roten jetzt, ne? Passt. Den roten, ja. Einmal googeln, dann seht ihr das auch. José, also J und dann dieses Apostroph José Eisenberg. Alter, geiler Ficker, du Mann, der riecht gut, der Duft. Aber, Von einem Fashion-YouTuber sagst du, ist gut. Viele sagen tatsächlich auch, der riecht wie Baccarat Rouge im Opening. Im Opening leicht. Was sagst du dazu? also er riecht nicht so stark nach Baccarat Rouge, dass es ein Baccarat Rouge-Klon wäre. Wenn ihr es mir jetzt so unter die Nase jubelt, dann würde ich sagen, ja, sind Nuancen da. Aber viel mehr als das riecht das wie der Rochas Man. Probiert den mal aus, dann sagt ihr, oh krass, stimmt. Also es steht und fällt mit der Haltbarkeit. Wenn dieser Duft nach 3 Stunden nicht mehr hält, kannst du nichts mehr damit machen. Aber sogar wenn er 12 Stunden hält, ist es möglich, dass manche sagen, ihm fehlt ein bisschen die Identität, weil er zu sehr wie andere Düfte riecht, insbesondere Rochas Man. Aber ich glaube, der ist doch ein guter Duft. Also erster Eindruck, gut, in Ordnung, haut mich aber nicht um. Okay, wir geben dir mal den Flakon. Das ist der Flakon Oran Dior. Was sagst du zu der Aufmache? Ja, schwere Kappe, 50 Milliliter. Justin Fuchs, süß, cool, made in Germany. Das ist tatsächlich auch Einheitsgröße, 50 Milliliter gibt es momentan nur. Eau de Parfum, Oran Dior, nicht schlecht. Der war auch innerhalb von einem Tag direkt ausverkauft beim ersten Release im Herbst. Erster Release, also sehr erfolgreich. Ich glaube, die zweite Charge ist auch schon ausverkauft. Was kostet der denn? Kostet 100 Euro ungefähr. Genau 100 Euro. Also da ist Justin auch sehr stolz drauf. Ja, dass der du das 100 Euro kostet. dass du das auch verkauft kriegst als Influencer, weil normal so eine Bibi oder Shirin, die kriegen das nur für 39 Euro. Ich kenne ja alle Leute, Alter. Ich kenne ja Leonhard Lauder, der Milliardär von Estée Lauder, kenne ich ja alle persönlich, weil ich da einarmige Liegestütze in New York City gemacht habe. Ich kenne die alle, Alter. Ich kenne die Bosse der Bosse der Bosse, weil das nämlich die Inhaber sind, die CEOs rein und rausschmeißen. Ich kenne also die ganze Liga, alle Duftleute und kann dir jeden Duft zaubern. Und falls ihr es nicht wusstet, du kannst jeden Geruch dieser Welt replizieren. Sogar den Duft deines, du weißt schon was. Und zwar nennt man das Gaschromatographie. Du musst das also in so eine Art Computer reintun und dann kannst du, sagen wir mal, den Duft deines Schweißes replizieren. Dann hast du so Peaks und Spikes. Also wenn du es sogar schaffst, den Schweiß eines Mannes zu replizieren, kannst du auch jeden Duft auf Knopfdruck kopieren. Es ist also das Leichteste der Welt, ein Creed Aventus, ein Baccarat Rouge, ein Dior Sauvage-Klon zu kopieren. Kann ich dir machen, kostet mich 3,20 Euro, verkaufe ich dir für 29 Euro, Versandkosten 4,20 Euro. Habe ich eine Kohlemaschine ohne Ende, 20 Euro Gewinn, ich bin mein eigenes Marketing, ich habe 3 Millionen Follower hier, 1,7 Millionen Follower da, habe ich jeden Monat 180.000 Euro Gewinn. Ich habe mir aber gesagt, ich mache keine Fakes, keine Klone
Und ja gut, und das andere ist einfach, ich mag keine Düfte, die nicht lange halten. Das heißt, das ist einigermaßen ein Klon und ich weiß nicht über die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit haben wir schon getestet. Also es sind so um die 7, 8 Stunden. Also geht klar oder was? Also aber ich ist finde, nicht. die Haltbarkeit in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung. Also Ja, wirklich muss man schon, aber ja. auch, weil das ist kein frischer Duft, der muss auch ein bisschen Punch haben. Ja. Also gut, lassen wir erstmal, für einen Influencer Duft ist gut, passt soweit. Ja. Okay. Zu den Noten, der hat Tuberose im Opening, bisschen so Zucker, Ja, die Safran Noten. hat er Safran würzig. macht ein bisschen also was würzig. auf dem Blatt steht. Und was er sozusagen. hervorhebt, ist Oud, das teuerste Holz, was er drin Gut hat. sagt er, ist drin. Ja. Ja, kann alles sein, ja. Ich kann auch, weißt du was, ich kann auch einen Tropfen von dieser Ambergris reintun. Das ist diese Walkotze. Das ist dieses, was so schweineteuer ist, was die sagen, was im Creed Aventus drin ist. Das ist, naja, wenn ein Wal isst, dann übergibt er sich hin und wieder und diese Exkremente, die fermentieren dann mit der Sonne und das sind dann diese gelben Steine, die manche Leute am Strand finden und dann steinreich dadurch werden. Und davon, das ist teurer als Gold, also sag ich mal 80.000 Euro pro Kilo. Ich kann einen Tropfen davon nehmen, habe ich auch schon gehört, von der Geschäftsführerin von einer großen Firma. Können wir machen, Jeremy, dann kannst du das claimen. Das heißt sagen, es ist drin. Also wenn mir einer sagt, da ist Oud drin, da ist das drin, da ist das drin. Ja, ein Tropfen, ding. Ich habe das teuerste 80.000 Euro Ding drin. Am Ende des Tages ist so wie Mike Tyson sagt, jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt. Am Ende des Tages im Sinne von hier geht es darum, wie lange hält der Duft und kriegst du damit Komplimente. Muss man wissen, aber passt soweit. Ist, Okay. ist kein Schrott, ich denke, das geht in Ordnung. Das Von Teil. 1 bis 10, was würdest du sagen, so von den Punkten her? Ich würde ihm 7,5 geben. 7,5. Also schon viel. Ja. Ja, das ist okay. Das ist wirklich gut. Das Ja. ist wirklich gut. Hat Justin einen guten Job gemacht mit seiner, also Peso ist ja seine renommierte Klamottenmarke. Wir haben auch selber was davon, sind ein Riesenfan. Und der Duft sagt, der größte Parfüm-Influencer ist eine 7,5. Das ist auf jeden Fall ein Riesenlob. Meine Düfte sind aber viel, viel besser, nur zur Ja, Info. Jeremy hat seine eigenen Düfte und die riechen auch extrem unique. Also überhaupt nicht in die Richtung Klon oder so. Und wir danken auf jeden Fall Jeremy für seine Meinung über dieses Danke. Parfüm. Ich habe Justin mal getroffen in der Königsallee, da hat der sich Rolex-Uhren angeguckt und ich habe mir Rolex-Uhren angeguckt. Das war ganz lustig und ich muss mich auch bei dem bedanken, weil jede Werbung ist ja Werbung und also Google interessiert ja letztendlich nur Jeremy Fragrance, so relevant. Jeremy Fragrance Meme. 80 Millionen Klicks auf dieses Meme-Video vom Jeremy. Also ich muss euch echt allen danken, weil also was ich durch diese ganzen Links und so verkauft habe, das ist crazy und auch für euch als Inspiration. Es ist eigentlich pervers, dass wir in einer Zeit leben, dass Menschen wie wir mit sowas, was wir gerade tun, echt Kohle verdienen können. Wenn du dir überlegst, früher 420 € Basis, Zeitung austragen, 3:50 Uhr aufstehen morgens. Alter Schwede, das war das Leben früher. Ich weiß nicht, ob so die 17-, 18-Jährigen das wissen, wie hart das eigentlich sein kann. Und noch vorher, dann frag mal so deine Mutter oder deinen Vater. Meine Mutter hat sich früher gefreut auf die Gute-Nacht-Geschichte. Das war für sie so der Dopamin-Spike, weil es nichts gab an Entertainment. Also für euch alle Leute, wir müssen aufpassen, dass wir nicht fett und faul werden, weil heutzutage jeder... Echt, auch Hartz-IV-Empfänger gehen zum Aldi, 1,90 €, kannst dich voll fressen und dich geil fühlen. Also ich war in Pakistan und in Pakistan gibt es ja echt arme Gegenden. Und ich war mit den Reichsten der Reichen von Pakistan unterwegs. Die haben hektarweise Zeug, ganz in die Politik, Spezialeinheit von Pakistan. Also nicht die Polizei, nicht mal das Militär, mit dem ich trainiert habe, mit der SSU, kannst du mal googeln, diese vermummten Spezialeinheit habe ich trainiert. So, und da waren wir echt in krassen Distrikten. Und sogar die in Pakistan hatten ein Handy. Ja. Das heißt also weltweit, die ganze Welt, auch die dritte Weltländer, die haben Zugriff und haben Dopamin-Spikes. Wir müssen uns alle künstlich restriktieren, weil alles ist zu einfach zu kriegen. Von daher hustelt und dann, wenn ihr am Berg seid, merkt ihr, ach du Scheiße, jetzt muss ich aber einen Gang zurückfahren, weil... Das Ganze noch zu schätzen. Ja, weil sonst wirst du fett und faul. Einer meiner Freunde, das Video ist immer noch auf meinem Channel, das habe ich damals nicht verstanden so wirklich.
Das nennt sich 15 Jahre Erfahrungsbericht Ferrari. Der Soran, Das haben wir gesehen, ja. der ist steinreich, der Kerl. Der ist so ein Spielervermittler. Der macht also echt Kohle mit so Fußballern vermitteln und so. Ja. Und der hat damals auch schon gesagt, nein, ich pack die nicht an. Nein, ich fahr den Ferrari heute nicht. Und das checkt man nicht, sobald man das nicht gemacht hat. Zum Beispiel, und dann reicht es jetzt auch, also ist in Ordnung und so weiter. Zum Beispiel, was ich mache, ganz einfaches Beispiel. Ich denke, die meisten von euch trinken entweder Kaffee oder schwarzen Tee oder so, also Koffein. So. Ich habe einen Tag, wo ich Koffein zu mir nehme und den anderen nicht. Weißt du, und dann weißt du es am nächsten Tag wieder, oh, alter Schwede, also heute ist zum Beispiel mein Koffeintag, ich fühle mich wie auf Drogen, Alter, und zwar mit einer ganz normalen Dosis. Normal, mehr. Ja. Weißt du, Wir na haben den gut. Tee heute auch getrunken, also sehr gut, wir haben Power und wir machen jetzt weiter mit den nächsten Videos. Also Justin's Duft, wie gesagt, eine 7,5 von 10 und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen soweit. An Justin schöne Grüße gehen raus und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen, Jeremy. Danke, wir Das Video schießen ist noch ein absolut bisschen. gefragt. Genau, und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. So guys, we have a special discount code for you. It's CC50, guys. I just brainstormed with these guys, and they are thinking of doing a fragrance brand for themselves. So I think I support them a little bit with a discount code where I give them also a little bit of percentage if they manage to sell it to you guys. We do a CC50, CC50, yes. 50% discount at 200 euros and more purchase at Fragrance One, guys. It's limited, 100 is limited. 100 discounts only, guys. Exactly. So go ahead, use the discount code CC Fragrances 50 for 50%, at least 200 minimum. So easy CC50. Yes. at Fragrance One. Go for it, guys.